Hi Leute, ich bin der Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad in Frankfurt auf der Eurobike auf dem KTM-Stand und mit dabei ist der Thomas, seines Zeichens Entwicklungsleiter bei KTM. und der wird uns heute mal das Machina Sport SX Prime näher vorstellen, was ein komplett neues Bike ist von der Firma KTM und der sagt uns mal, warum das Rad so besonders ist, ne? Ja, was ist da so besonders an unserem Machina Sport SX Prime? Es ist ein absolut Leichtgewicht im Trekkingbereich. Wir sind hier unter 17 Kilogramm voll ausgestattet. Unter 17 Kilo für ein Trekkingrad. Unter 17 Kilo, ja. Es Wahnsinn, ist ein Vollcarbonrahmen. Also Vollcarbonrahmen bei Trekkingrädern hat es bei KTM ja, das letzte Mal vor vielen, vielen Jahren gegeben, noch im Bio-Bereich, also nicht E-Bike-Bereich. Ne. Wir sind jetzt wieder zurück ja, und geben da richtig, richtig Gas, ne, um ein absolut Leichtgewicht zu bringen. Herzstück ist hier natürlich der neue SX-Motor, auf den wir als Entwickler sehr, sehr lange gewartet haben, auf Bosch. Aber ja, gut Ding braucht Weile. Wir haben ihn bekommen. Wir haben jetzt einen absolut leichten Motor, der eben auch noch richtig Leistung hat, der wirklich sehr, sehr feinfühlig ist zum Fahren. Eigentlich nicht nur optimal für ein MTB, sondern auch wirklich perfekt für ein Trekkingrad, um eben einfach das sensible Fahren, wirklich ein Fahrradfahren mit Rückenwind, also wirklich ein natürliches Fahrverhalten zu geben. Ne? Ja. Ja, Also um genau zu sagen, sind wir ja bei 16,7 Kilo. Das ist ja schon, also wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es Benchmark ist, aber das hört sich sehr, sehr, sehr leicht an. Wie habt ihr das alles jetzt geschafft? Also wir haben hier den SX-Motor, der ist kleiner und leichter geworden. Ne? Da wissen wir jetzt mittlerweile, der ist gegenüber einem CX von 2,9 auf 2 Kilo geschrumpft. Aber wir haben auch einen sehr leichten Akku, den 400er, ne, den neuen, ja. Der ja auch nur noch 2 Kilo wiegt, vorher auch fast 3 Kilo. Aber es sind noch mehrere Sachen, wie der Carbonrahmen. Ne? Genau, also es funktioniert ja nur durch konsequenten Leichtbau. Ja. Und da ist natürlich der Carbonrahmen das Herzstück, klar, aber es geht weiter über die Fox-Gabel bis hin zu dem DT Swiss Laufradsatz, den Carbon-Laufradsatz. Also da wird wirklich nur das Feinste vom Feinen verbaut bei diesem Rad. Bei der bei der Gabel, ne, der Fox-Gabel, die ist ja komplett neu. Ne? Also da mussten wir selber eben mal ein bisschen gucken. Das ist ja die Factory-Version und mit Kashima-Coating. Genau. 50er Millimeter hat den Federweg, aber was ist das jetzt genau für eine? Ne? Naja, eigentlich, also dieses TC, das kommt aus dem Gravel-Bereich, also eigentlich eine Gravel-Gabel, also eine sehr performante Gabel, ja, Ja. die wir da jetzt, ich will nicht sagen missbrauchen, weil es ist ja alles verfügbar von den Schutzblechaufnahme, es ist ja alles da, was ein richtiges Trekkingrad auch benötigt. 50 mm Federweg ist absolut ausreichend, also und einfach sieht schick aus und ist einfach super, super leicht. Ne? Die wird super feinfühlig sein und wird die ganzen Mikrovibrationen, die Schläge halt wegfiltern. Ne? Definitiv, ja. Dafür ist sie ja da. Ne? Genau. Akku, typisch KTM, entnehmbar. Ne? Ja, und kann ich euch gerne zeigen. Also es ist wirklich eine leichte Entnahme des Akkus, ist für uns eine wichtige Sache. Wir kennen das von CX her. Ne? Ja, also, zeig mal, dieser Pfropfen hier ist auch ganz interessant. Ne? Das ja, genau, das dichtet quasi das Schloss ein wenig ab. Ne? Dass es nicht feucht wird oder Dreck reinkommt. Richtig, ne? Ja. Eine sehr saubere Sache. Ist ein Kunststoffdeckel, der hier mit glasfaserverstärktem Kunststoff gemacht ist, wird bei uns in Österreich um die Ecke vom Werk in Mattighofen wird das gefertigt alles. Ne? Der Händler hat hier die Aufgabe, die richtige Positionierung für den Flaschenkorb oder eben für den Power More, für den Range Extender zu finden. Ich habe hier einen vorbereitet. Du hast schon mal was, wie es aussehen könnte, wenn man es halt mal sich die Löcher ausgesucht hat, wo man rein will und dann hast du so eine Brücke oder wie genau, war das? in der Vollausstattung wäre das dann so mit Flasche und mit Range Extender, das sind diese Knochen, wie wir sagen. Ne? Knochen, genau, du bohrst da rein, machst diesen Knochen, schraubst da rein und dann hast du hier die Position, wie du es gerne hättest. Ne? Genau, und in diesem Fall ist es Vollausstattung mit dem Power More, mit den Range Extender, mit den 250 Wattstunden und einer Flasche. Ne? Man kann auch eine zweite Flasche natürlich auf das Sattelrohr montieren. Ne? Also hier, ne? Wir haben hier alle Möglichkeiten, wobei für uns sehe ich eigentlich den Vorteil von dieser leichten Entnahme des Akkus darin, also wirklich ist ein Handgriff, ja, zack, das ist KTM-eigene Aufnahme, ganz einfach. Die ganze Aufnahme auch, ja, Made in Austria, wird bei uns gefertigt in Österreich um die Ecke vom Werk. Da sind viele, viele Monate Engineering drinnen in diesem Teil und ich nehme diese 400 Wattstunden Batterie mit, nehme so einen Trunkback kann man nehmen, ne, und nehme den einfach in
im Trunkback einfach mit. Ne? Ist jetzt überhaupt kein großes Thema. Falsch rum. Ne? Kann den Trunkback da nehmen. Ich habe da sogar extra Tasche dafür. Extra Tasche, ne? Und schiebt die Batterie hier hinein und die Sache ist erledigt. Ne? Also somit hätte ich 800 Wattstunden mit an Bord, wenn man es wirklich benötigt. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, der Motor ist sehr, sehr sparsam, ne? Und es wird hier nicht zu Reichweitenproblemen kommen. Man kann das ungefähr vergleichen mit 625 Wattstunden beim CX. Also in Deutschland haben wir ja dann oft die Reichweitenangst. Da muss ja jeder 750 oder 625 Wattstunden irgendwie haben. Aber probiert es mal aus, diese 400 Watt, ob ihr da wirklich nach 50, 60 Kilometer das Ding wirklich leer habt und was der Hintern dazu sagt. Ne? Ja, der will nämlich auch immer ein bisschen mitsprechen. Ne? Ja, das muss man erst mal sitzen. Ja? Ja. Richtig. Nee, also wirklich ein Top-Rad, was das Gewicht angeht. Ich glaube, erwähnenswert wäre auch noch, Bremsen haben wir, glaube ich, gerade eben schon gesagt, kurz. Ja, ne? noch Oder? nicht wirklich. Also Bremsen ist ja etwas Spezielles. Das sind da spezielle Magura MTI-Bremsen. Das MTI steht eben für die Vollintegration in den Lenker. Also es ist ganz eine spezielle, Also du meinst spannende die Leitung Geschichte. hier, ne? Also wir haben hier die Bremshebeln, wenn man da von oben eben drauf sieht. Also da ist die Bremshebeln gehen reichen direkt in den Lenker hinein. Der Bremskolben ist quasi der Geberzylinder, ist hier unter den Griff quasi versteckt im Lenker. Und ja, ich habe da keine, und der drückt dann direkt. Du siehst nur noch Hebel. Du hast Nur gar nicht Hebel. mehr hier diesen Behälter, der Ja. hier außen normal so dick hier so dran ist. Ne? Und der ist komplett clean. Hier ist nur noch der Hebel, weil der ganze Kram ist hier drin. Genau, und das können wir halt. Ne? Wir assemblieren alles in Österreich, in Mattighofen. Es ist natürlich ein Aufwand, man braucht auch sehr, sehr gute Leute in der Assemblierung bei uns. Ist ein sehr, sehr hoher Aufwand natürlich. Ja, klar. Aber wir wollen hier über 8.000 € für dieses Rad und wir wollen hier richtig Benchmark sein und richtig zeigen, was wir können und in das sportive Image im Trekking-Bereich hier wirklich gerecht zu werden und da richtig Gas geben. Also eins kann ich schon mal sagen, wenn so ein Rad bei uns mal in der Werkstatt landet, ne, werden sich die Jungs in der Werkstatt freuen, weil das schön clean ist. Aber man muss dazu sagen, das ist alles aufgeräumt und es ist super leicht. Ne? Dann haben wir noch eine erwähnungswürdige Schaltung, würde ich sagen. Ne? Da gehen wir, glaube ich, am besten mal ganz kurz schnell rum. Oder wie machen wir es? Was haben wir hier? Die XO, ne? Ja, richtig. Also Wir haben hier die XO, die SRAM-Schaltung, elektronische Schaltung, AXS natürlich. Ja. Genau, Funk, ja. Speziell daran ist natürlich, dass die Stromversorgung hier direkt aus dem Akku, aus dem Fahrzeug oder aus dem Fahrradakku kommt. Ne? Also nicht eine zusätzliche Batterie an Bord, sondern es wird direkt eben gespeist aus der Batterie vom Fahrrad. Wir haben hier natürlich die UDH-Aufnahme, also direkt am Rahmen geschraubt, also ohne Genau, ihr braucht kein Schaltauge. mehr. Genau. Also kommt aus dem sportiven Bereich, aus dem MTB-Bereich, also sehr, sehr hochwertig, top of the line, um eben hier auch eine sehr, sehr zuverlässige Schaltung zu bekommen, ohne dass ich da etwas Großartiges verstellen kann. Also ja, alles, was gut, schön und teuer ist. Ja, also es ist halt die robuste Schaltung, wo ihr dann schon mal vor ein paar Monaten mitgekriegt habt, wie die gelauncht wurde, wo draufgehauen wurde oder wie das Rad dann irgendwie zur Seite draufgeknallt wurde. Das hält die alles ab. Und es ist ja eigentlich eine vollwertige Mountainbike-Schaltung, wo jetzt hier auf dem Premium-Trekkingrad reingesetzt wurde. Ne? So ist es. Nee, schön. Ist es bei allen KTM-Rädern so, dass die verbunden ist mit dem Hauptakku oder? Ja, also das ist jetzt seit dem Modell 23 ist es möglich, jetzt wurde das angeboten von der Firma SRAM nach langen Andrücken, dass es eben dieses Kabel gibt. Ne? Und wir haben das sofort umgesetzt. Natürlich haben schon lange darauf gewartet, dass man eben nicht zusätzliche Akkus noch benötigt, sondern eben direkt vom Fahrradakku gespeist wird. Das erhöht nochmal dass man halt immer flexibel ist, beziehungsweise dass man immer mobil ist und keine Aussätze hat mit der Schaltung. Macht eigentlich wenig Sinn, zusätzliche Akkus herumzufahren. Ist ja dabei, alles ne? muss separat geladen werden, ist nicht wirklich benutzerfreundlich. Ne? Und das ist eine große Aufgabe in der Fahrradbranche, dass wir da zusammenkommen und auf einen Tisch sitzen und zusammenarbeitet, ja. Weil so ein Akku ist halt mal schnell vergessen, wie bei dem Lämpchen, wenn man halt irgendwo durch den Tunnel am Gardasee fährt im Urlaub. Ups, hast du es nicht aufgeladen? Nee, ich dachte du. Und hier ist es halt dann immer mit dabei, wenn der Akku halt vorne auch aufgeladen ist. Ne? Ja. Was würdest du sonst noch sagen, Thomas? Haben wir hier, Horion 200 würde ich glaube ich noch mal kurz wenigstens was zu sagen, weil das ist auch glaube ich eine interessante Geschichte. Kann man es hier anmachen? Brauchen wir noch den Akku? Da haben wir nämlich das neue Horion 200 Display.
mit einer Diagonale von 1,6 Zoll. Ne? Und ist wirklich ein sehr schönes Display, was so viele Infos anzeigt. Ne? Es bietet eigentlich alles, was man braucht. Ne? Man hat den vollen Funktionsumfang. Ne? Also man kann jetzt den Aero zeigen in diesem Muster, bei diesem Musterrad natürlich. Ne? Aber es ist ein hochauflösendes Farbdisplay, was alle Informationen eben zeigt, was benötigt werden. Fehlercode. Ja, Demo-Rad halt. Ne? Haben wir, ja. Aber wir haben absolut eine vollwertige Geschichte und wir haben uns dafür entschieden, eben auch aus Gewichtsgründen, man muss wirklich konsequent arbeiten daran, okay, wir nehmen das, nicht ein zusätzliches Kiox zum Beispiel, man sagt, okay, kleiner, leichter, aufgeräumt. Vor allem das Coole ist, es ist 1,6 Zoll, also Diagonale hört sich nicht groß an, aber du siehst alles drauf, weil es hochauflösend scharf und farbig halt ist. Ne? Also es ist halt ein Farbdisplay, was wirklich einiges bietet, aber trotzdem clean oben an den Ergon-Griffen hier dran, wo man wirklich immer schön alles im Blick behalten kann. Ne? Cool, schönes Bike, wirklich, also ich wüsste jetzt nicht, was wir da jetzt noch vergessen haben, vielleicht zu den Felgen DT Swiss, ne? Sind die auch Carbon oder? Ja, das sind eben die Carbonfelgen von DT Swiss, klar. Also wirklich Carbon, da ne? sparen wir nicht, ja. Ja, ist wirklich wirklich alles drin, was geht. Ne? Ist alles nochmal schön. Was vielleicht interessant wäre noch, wie schwer darf die Fahrerin oder der Fahrer sein? Ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ne? Das ist auch so ein Punkt, jetzt hast du mir ein bisschen kalt erwischt, Zahlen merken wir nicht so gut, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir bei 110 Kilo. Habe ich auch Fahrradgewicht, Fahrergewicht, ja, oder Belastungsgewicht. Ja. Also das ist jetzt sind etwas darunter. Aber das ist die Zuladung, nicht das Systemgewicht. Ne? Genau. Ja, das heißt Zuladung, ja. 130 overall. Ne? Sowas, genau. Nicht ganz, ja. Wir haben 17 Kilo, 16,7 Kilo Fahrzeuggewicht. Ja. Und da sind wir bei 110. Das wird natürlich immer begrenzt eben von den Laufrädern in erster Linie und ja, von der Gabel und diese Geschichten. Aber ja. Ich sehe doch noch was. Also das Ding hört ja gar nicht mehr auf. Ne? Ich habe hier noch sogar eine starke Lampe von Lightmove mit dem Fernlichtdrücker. Ne? Genau, wir haben Lampe mit dem Fernlicht von Lightmove, ne? Um eben da ja, auch die Position sehr hoch am Lenker, ne? Um auch das Lichtbild eben perfekt eben zu zeigen. Also ja. Ja, und dann halt mit dem Fernlicht schon eine coole Sache, dass ich hier, vielleicht sieht man es ja, dass ich hier den Lichtkegel habe und dann zack, geht's Fernlicht an. Ne? Also das ist auch schön. Und dann immer schön, kann ich mit in die Kurven rein und sehe, wo ich dann halt, also ich habe Kurvenlicht mit dabei. Ja, das gibt es in der Fahrradbranche schon länger wie bei den Autos. Ja, ja es gibt aber Räder, Frontloader, dann ist es vorne drauf und dann ist es starr. So ist es, ja. Also, nee, schönes Bike, wirklich interessant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Top-Bike haltet. Und wenn ihr noch weitere KTM-Videos sehen wollt bei uns auf dem Kanal, gerne ein Abo dalassen. Und ich sag mal, vielen Dank, Thomas. Also das war eine sehr ausführliche und gute Erklärung von dem Bike. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Und euch noch eine gute Zeit. Ne? Macht's gut. Ciao. Ciao, servus.